Willkommen zu meinem Tutorial Lerne Programmieren mit C. Also ich würde euch gerne in diesem Tutorial beibringen, wie man mit Programmiersprache C Programme schreiben kann und was man alles da lernen kann und seine eigene Kreativität entfalten kann. Also das ist mein Ziel. Ich möchte dir das gerne beibringen, wie du deine Programmierfähigkeiten hier entwickelst und wie du selbstständig in der Lage bist, selber Programme zu entwickeln, analytisch zu denken und lösungsorientiert zu denken. Dabei werden wir in diesem Tutorial lernen, was für eine Entwicklungsumgebung du hast. Also ich würde dir erklären, Step by Step, was eine Programmiersprache ist, was du alles dafür benötigst. Wichtigste Funktionen von der Programmiersprache C: Variablen, Reifen, Funktionen, Zeiger, Dateiverarbeitung, Strukturen, Strings, Arrays. Also diese ganzen Grundkenntnisse würde ich dir zur Verfügung stellen, diese Tutorials für Anfänger. Und ich möchte auch dir gerne in diesem Tutorial zeigen, was du alles dafür brauchst. Also du brauchst auf alle Fälle eine Entwicklungsumgebung. Ich benutze in meinem Tutorial den Eclipse, weil Eclipse kannst du herunterladen für verschiedene Betriebssysteme, für Windows, für Linux, und da brauchst du einfach in Google sagen, du brauchst eine Eclipse C, Eclipse IDE C Download. Dann hast du jede Menge Angebote, wählst einfach direkt von der originalen Webseite von Eclipse diese Link und dann kannst du dir auswählen, was für Package du brauchst und welche Betriebssystem du hast. Also ich habe den Oxygen heruntergeladen für Eclipse IDE für C++ Developers, da gibt es für Java Enterprise Edition. Also das sind verschiedene Sachen, aber wir brauchen den hier. Also ich habe einen Windows-Rechner, 64-Bit-Architektur, und das kannst du hier runterladen. Das ist alles in einem ZIP-Datei gezippt. Diese ZIP-Datei brauchst du nur entzippen. Und hinter einer Verzeichnis auspacken. Ich habe das unter meinem D-Platte unter Eclipse C ausgepackt. Dann hast du hier eine ausführbare Exe-Datei Eclipse Exe, das ist die Anwendung. Mit dem kannst du deine Eclipse starten. Ich schließe mal meine vorhandene Eclipse aus und dann startet das Eclipse. Ja, wenn du eine Eclipse startest, der fragt dir als erstes, wo dein Arbeitsplatz ist. Du musst das erstmal definieren, weil in diesem Arbeitsplatz werden deine Projekte, C-Projekte, die ganze Projektinhalte, die Dateien, die Objekte und alles, was möglich ist für eine C-Verzeichnis dann gespeichert. Ich habe hier schon mir eine Verzeichnis definiert unter D. Habe ich noch nicht. Okay, generiere ich einfach unter D einen neuen Ordner und dann nenne ich das einfach Space oder schreiben wir einfach Deutsch Arbeitsplatz. Okay, das hat er nicht genommen. Nennen wir mal einfach so. Okay, dann Lunch. Jetzt startet unsere Eclipse. Das ist eigentlich ein Editor. Dieser Editor hilft uns auch, wenn wir unsere Programme schreiben, wenn wir einen Tippfehler machen oder sowas. Also wir können unsere Programme auf alle Fälle besser lesen und sehen auch. Du siehst, hier hast du eine Projekt Explorer. Das ist eigentlich dein Verzeichnis, was du am Anfang gewählt hast, die Arbeitsplatz. Das ist die Verzeichnis. Und hier siehst du den Editor. Wenn du ein Projekt öffnest oder eine Datei, hier kommt ein Editor. Momentan ist das leer. Aber momentan können wir sowieso damit nichts anfangen, auch wenn wir hier Programme schreiben würden. Wie uns fehlt erstmal ein Compiler. Compiler ist ein Übersetzer. Also das brauchst du auch auf alle Fälle zusätzlich installieren. Compiler ist so, also in C, wenn du so ein Programm schreibst, dieses Programm muss von deinem lesbaren ASCII-Code zu dem codierten Maschinensprache umgewandelt werden, damit der Rechner weiß, was du geschrieben hast, was du von ihm willst in deinem Programm. Dafür gibt es so einen Übersetzer, so eine Compiler nennt sich das. Und dafür gibt es auch für C eine Standard GNU. Es gibt verschiedene Firmen, die diese Standard nutzt, um C-Compiler zu erstellen. Da gibt es eine freie Hersteller oder eine offene Community. Ich war Minimal GV, GNU, Compiler, Download. Du brauchst nur in deinem Search Machine das zu schreiben, dann siehst du schon. Das SourceForge kann man das runterladen. Ich empfehle aber immer den originalen Webseite, damit man nicht so eine Schrott runterlädt, was hinterher vielleicht deiner Computer schadet.
Einfach hier gehst du unter Minimum Free. Kannst du das auch hier alles lesen, wie du das runterladen kannst. Hier kannst du aber Erase und Download Installer drücken. Dann kommst du direkt auf diese Seite SourceForge. Also das musst du hier runterladen. GV Minimalist GNU for Windows. Ja, guck mal. Nur in dieser Woche ist über 2 Millionen Mal runtergeladen worden. Also das ist schon sehr populäre Sprache. Wenn man das neu lernen möchte, so eine Programmiersprache ist sehr geeignet dafür, dass man die analytische Fähigkeiten entwickelt, um logisches Denkmuster zu entwickeln. Also das ist, nachdem du das hier runtergeladen hast, MinGW, Minimalist GNU for Windows, musst du dieses Programm dann starten. Das ist eine Installer. Das habe ich auch hier runtergeladen schon. Hier siehst du das, wenn du das öffnest. Ja, dann musst du das installen. Und das habe ich ja schon alles gemacht. Und danach kommt diese Fenster. Auf alle Fälle würde ich dir empfehlen, nur diese in Basic Setup, hier links oben, MinGW32 GCC, GNU C++ Compiler. Okay, kannst du dir jetzt fragen, wieso ist das nicht C-Compiler? Es macht aber keinen Unterschied, weil C++ Compiler beinhaltet die ganze C-Bibliotheken, deswegen kann man das auch benutzen. Wenn man natürlich C++ schreibt und du nimmst dir so einen C-Compiler, dann würde das nicht funktionieren. Auf alle Fälle, nachdem du hier ausgewählt hast, Mark for Installation zum Beispiel, wenn du was Neues installieren möchtest, gehst du in Installation, Update, Katalog und dann wird das alles installiert. Jetzt mache ich das natürlich nicht. Ja, jetzt hast du sozusagen die Voraussetzungen, mit C zu programmieren. Ich freue mich schon auf dem nächsten Tutorial. Ich sage einfach frohes Schaffen.